Schönen guten Morgen zusammen. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich glaube, wir nehmen heute wieder mal ein Krafttier. Ups. Ihr könnt eins wählen. Wir machen einfach ein Auswahlorakel. Ich stelle euch hier die Nussschale hin und den Engel. So, ihr Lieben, dabei belassen wir es. Ich nehme nachher noch ein Vögelchen dafür, aber ich kann den erst draufspringen lassen, wenn ich den Stapel schon umgedreht habe, weil das sieht man sonst und das möchte ich nicht. Also hier Nussschale oder Engelchen. Ich nehme die Nussschale. Ich halte es mal besser rein, vielleicht könnt ihr es dann besser sehen. Ist eigentlich total goldig. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Okay. Ja, hier geht es um Konditionierungen. Nicht länger in der Erinnerung leben. Hier steht eigentlich drauf, vergesse, wer du bist. Das heißt, hier legt man alte Glaubensmuster ab, da definiert man sich neu. Passt auch gut mit dem Hund, weil da geht es wirklich um sich selber treu sein, um sein eigenes Ding zu machen, zu sich zu stehen. Und hier geht so ein Touch einher mit, da fällt viel ab. Ich meine, vergess, wer du bist, ist natürlich so eine Sache, ne? Das ist jetzt 1:1 übersetzt, aber es geht einfach darum, dass man nicht immer der sein muss, der man einmal war, dass das Leben einen verändert und dass auch in Erinnerungen schwelgen oder in Erinnerungen leben vielleicht nicht der richtige Weg ist, um voranzugehen oder um sich selbst neu zu definieren, weil ich glaube, im Laufe des Lebens legen wir auch vieles ab, berufen uns aber trotzdem noch auf irgendwelche Dinge, die wir eingetrichtert bekommen haben. Wir haben vom Krafttier hier den Vogel, es geht um das Seelenfeuer. Ja, und wenn der Vogel sich in deinem Leben zeigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die himmlischen Botschafter versuchen, einen zu erreichen, aber dass das eben manchmal nicht gelingt, weil wir voller Gedanken sind oder viel arbeiten oder ja, dass man irgendwie so vollgestopft ist von irgendetwas, dass man eben die Verbindung nicht richtig hat oder dass man nicht richtig wahrnehmen kann. Und es geht einfach darum, dass ein leeres Gefäß was aufnehmen kann und auch ein empfangender Geist nur etwas hören. Hier wird es an der Zeit, mal die Antennen wieder auf Empfang zu stellen, indem man einfach da ist, sich nicht ablenkt. Wie oft macht man das im Alltag? Ne? Das Radio läuft, der Fernseher läuft, überall sind Geräusche. Und ja, so ist man ständig in der Phase, wo man gar nicht ins richtige Hören kommt oder ins richtige Leersein. Also es geht einfach um eine innere Öffnung. Und es geht auch darum, dass irgendwo eine Nachricht darauf wartet, von dir entdeckt zu werden.
die Nachricht, die liegt schon in dir selber. Also hier wird zum Beispiel geraten, du könntest Tagebuch schreiben und sie so entdecken. Oder auch wenn du deine Dinge reflektierst. Diese Nachrichten können so unterschiedlich sein, wie es Vogelarten gibt. Heißt es ja, dass wir dann die Vögel drauf werfen. Und sie können aus verschiedenen Reichen auch kommen, auch von Menschen, die einem nahestehen. Sind auf jeden Fall lichtvolle Botschaften, die ganz wichtig sind, die Mut machen, die Kraft geben und die auch wieder so ein bisschen Strahlen in unser Leben bringen. Also öffnet euch wieder, vergesst, wer ihr wart und definiert euch neu. Und vielleicht hilft euch hier eine bestimmte Botschaft, genau da anzusetzen, wo man irgendetwas verfeinert an Einstellungen, an Werten, die man so hat, an Verhaltensweisen auch. So. Wir haben den Kleiber, der hier sagt, ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mache es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Das passt ja sehr gut, ne? Wenn du hier irgendwo einen Glaubenssatz hast von ich bin nicht gut genug oder die anderen sind alle besser, ich stelle mich gerne in die zweite Reihe oder so. Alles, was dich klein hält und klein macht, könnte es in diesem Bereich liegen, dass du da ein bisschen mehr verfeinerst, dass du genauso viel wert bist und genauso einen gleichen großen, eine gleiche Größe hast, die du leben darfst, wie alle anderen. Okay, schon mal wieder sehr spannend. Dann gucken wir uns den Engel an. Hier wird gesagt, dass wir alle ein bisschen anders sind. Vielleicht sogar ein bisschen verrückt auf irgendeine Art und Weise. Und dass es auch okay ist. Wir haben mit dem Kaninchen und dem Hasen noch die Herzensliebe. Und mit den Sternen habt ihr hier natürlich die beste Voraussetzung, eine Situation ein bisschen unter den guten Stern zu stellen, Glück zu erleben, gute Ausgänge, auch Klarheit, die ihr vielleicht in irgendeinem Bereich braucht. Das ist vielleicht auch so ähnlich wie auf der anderen Seite, ne? Man überlegt immer stark, ob man nicht viele Defizite hat oder ob man mithalten kann. Hier wird einfach gesagt, erkenne das an, das bist du da, das ist okay und jeder hat seine Macken sozusagen. Ja, und wenn der Hase hier in dein Leben hoppelt, dann hat er eine Botschaft für dich. Und das ist auch wieder ähnlich wie bei der anderen Seite. Du könntest sie überhören, ne? Also es geht um Achtsam-Sein, um die Botschaft auch zu empfangen. Ist es wichtig, dass man still wird, dass man sich nicht ablenken lässt. Und es geht um den weichen, vertrauensvollen, liebevollen Teil, ne? Im Alltag ist es ja oft so, dass wir uns durchwurschteln, dass wir auch ein bisschen kämpfen. Irgendwo gibt es auch Härte und es gibt Aktion und Reaktion. Und dann vergisst man ganz, sich um die eigenen Herzensangelegenheiten zu kümmern, was natürlich für das Seelenheil unheimlich wichtig wäre. Und damit erschöpfen wir dann auch unsere Liebe und bevor wir rumgucken können, hat sie unser Leben verlassen, ne? Oder man findet die Liebe zu den Dingen nicht mehr. Und der Hase möchte dir hier mitteilen, dass es immer wieder wichtig ist, Arbeit auf der Seite zu lassen,
sich Zeit zu nehmen für sich selbst, für unsere Lieben, für Menschen, die uns wichtig sind. Und hier geht es auch darum, sich selber was zu gönnen, ne? Was das auch immer für jeden Einzelnen sein kann. Möglicherweise kaufst du dir mal wieder was Schönes oder du gehst baden und schlürfst irgendein gutes Getränk. Was auch immer, das ist ja sehr speziell, ne? Hier wird auch gesagt, überrasche mal deine Liebsten mit irgendeiner Kleinigkeit, so diese Anerkennung für das Feld, das dich trägt. Also es geht darum, Liebe oder Menschen auch, oder ja, ich würde mal sagen, unser Umfeld auch so zu pflegen, dass alle glücklich sind und die Liebe spüren. Man macht ja vieles auch aus Pflichtbewusstsein raus, ne? Anstatt mit einer guten Energie und denkt vielleicht, ach, jetzt muss ich vorarbeiten, damit ich mir das und das erlauben kann. Aber hier geht es wirklich darum, dass die Basis, die einen trägt, egal wie unterschiedlich wir alle auch sind, gepflegt wird, damit alle auch dem Alltag leichter, ja, durchkommen oder ertragen können. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Hier kommt auch noch ein Vögelchen. Der hat sich umgedreht, der Eichelherr. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle, gestalte dein Leben nach dir, stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Also Selbstliebe, sich um sich selbst kümmern, das Feld pflegen, das einen umgibt und nährt. Mit den Sternen ist hier natürlich auch ein gutes Gelingen für dich da. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.